Heute möchten wir darüber reden, wie China nach der Öffnung des Landes zum Global Player aufgestiegen ist. Und gleichzeitig stellen wir die Frage, geht die Erfolgsstory weiter oder stößt sie an Grenzen? Und was bedeutet der Aufstieg Chinas zu einem selbstbewussten Global Player auch militärisch? Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge zur Volksrepublik China und zum Podcast Geopolitik und Märkte. Mein Name ist Amadeus Quist und ich moderiere wie gehabt die Diskussion unserer beiden Experten und begrüße damit zunächst Sebastian van Brevoort. Ja, vielen Dank, Amadeus. Sebastian van Brevoort vom Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr. Und mein Name ist Werner Halfer, Professor für internationale Wirtschaft, Weltwirtschaftsgeografie und Wirtschaftspolitik. Hallo zusammen und willkommen zurück. Wir haben uns in Teil 1 unserer Doppelfolge zunächst einmal sehr, sehr stark mit der Wirtschaftsgeschichte Chinas beschäftigt und sind stehen geblieben bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt in der Geschichte des Landes, nämlich der Öffnung unter Deng Xiaoping. Wir möchten zunächst in der heutigen Folge genau an diesem Punkt ansetzen und einmal genauer betrachten, was denn dort ökonomisch passiert ist. Werner, möchtest du das einmal für uns darstellen? Warum wir das machen, ist natürlich wieder Geschichte, ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen verstehen, wie China heute tickt, wie China heute funktioniert, welche Probleme China heute hat, was es treibt, eben als eine potenzielle Großmacht. Ja, bei Deng sind wir beim letzten Mal angekommen. Bei Deng starten wir heute. Amadeus, du hast es gerade schon anmoderiert. Es ist eben die große Veränderung in China, dass wir mit Deng Xiaoping nun in ein neues Zeitalter kommen, nämlich in ein Zeitalter, in der die Macht der kommunistischen Partei erhalten bleibt als Einparteiensystem. Das gilt bis heute. Und zum Zweiten eben sich das ökonomische System radikal verändert. Jetzt so ein bisschen im Rückblick fällt auf, es geht gar nicht so schnell, wie so mancher glaubt, sondern dieser Transformationsprozess, die Veränderung von einer Zentralverwaltungswirtschaft zu einer Marktwirtschaft, findet doch über sehr unterschiedliche Etappen hinweg statt. Deng hat in den 80er Jahren erhebliche Probleme gehabt, seine Idee der Ausrichtung der Wirtschaft halt in Richtung Marktwirtschaft umzusetzen, auch wirklich realisieren zu können. Das fängt damit an, dass er letztendlich die Marktwirtschaft nur ausprobiert, und zwar in einzelnen Sonderwirtschaftszonen. Man guckt, geht das überhaupt? Geht das mit dem chinesischen Volk? Geht das in der Weltwirtschaft? Man betreibt eine Politik dann sehr schnell, die wir im Westen dann verlängerte Werkbankpolitik nennen. Wir lassen in China als Industrieländer, als westliche Industrieländer Produkte fertigen, nutzen die Arbeitskostenvorteile und auch die damals schon gute Ausbildung in China und produzieren kostengünstig. Das schafft zunächst einmal viel Beschäftigung, aber auch nicht so viel, wie wir heute manchmal so glauben. Denn die überwiegende Zahl an Betrieben in China in der Deng-Zeit, also im Wesentlichen in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist immer noch stark geprägt durch Staatsbetriebe. Allermeisten Betriebe bleiben bis zum Ende der 80er Jahre Staatsbetriebe und haben riesige Probleme, sind nicht gewinnmaximierend ausgerichtet, sondern es gilt die alte Devise, wer am meisten produziert, hat gewonnen. Das war so das alte planwirtschaftliche Leitprinzip und dadurch entsteht erstmals das Problem der Überproduktion. Etwas, was wir heute wieder kennen, ganz aktuell in China, dass wir Überproduktion haben. Nur heute versucht man sie eben mit sehr, wir kommen nachher noch drauf, unschönen Mitteln in die Weltwirtschaft zu pumpen. Ja, Deng hat dann einen ersten Dämpfer bekommen, nämlich im Jahr 89. Was passiert? Etwas Politisches. Mit der Öffnung des Landes geschieht auch eine gewisse Demokratisierung. Es kommt zur Pressefreiheit in den 80er Jahren, unvorstellbar, bis in die Mao-Zeit hinein, dass es so etwas gegeben hat. Und das führt im Ergebnis dazu, dass viele Studenten, Universitäten sind ja oft so Treiber des Fortschritts, glauben, jetzt werden wir uns irgendwann auch politisch halt entsprechend ausrichten. Wir sehen in den späten 80er Jahren, 89 vor allen Dingen, die Öffnungsbewegungen in Osteuropa. Wir sehen die Bewegungen der Flüchtlinge, die von der DDR nach Ungarn strömen. Wir sehen Öffnungstendenzen in Polen, in vielen anderen Regionen der Welt. Und die Chinesen glauben, zumindest ein Teil der Elite glaubt, das wird in China auch passieren und fordert die politische Partei ganz offen heraus, man möchte mehr Demokratie wagen.
Und das Ganze endet, wie wir das alle heute noch, denke ich mir, wissen, auf dem Platz des himmlischen Friedens. Also das ist der große Platz vor der verbotenen Stadt, wo auch Mao beerdigt liegt, das Mao-Mausoleum. An diesem riesigen Platz, der dort in Peking gelegen ist, kommt es zu Aufmärschen und das wird niedergeschlagen vom Militär. Tote gibt es ungefähr 2800, wie die Historiker uns sagen, allerdings nicht bei dem Aufmarsch selbst, sondern später durch verschiedene Scharmützel, die es gab in der Stadt. Das Ganze führt jetzt ökonomisch dazu, dass man alles in Frage stellt, was in den 80er Jahren passiert war. Und Deng zieht sich auch sehr stark dann zurück. Er stirbt dann in den späten 90er Jahren. Aber er tritt eigentlich die letzten 10 Jahre seines Lebens gar nicht mehr großartig in Erscheinung, auch wenn wir wissen, dass er im Hintergrund wohl nach wie vor sehr aktiv war. Er hat ja auch nie eine politische Funktion gehabt als erster Vorsitzender von irgendetwas, sondern er war immer Vizepremier, Vizestaaatschef, lediglich Vorsitzender der Verteidigungskommission. Das ist somit das mächtigste Amt, hat unterschiedliche Namen zwischendurch gehabt. Aber es kommt dann ein Nachfolger, nämlich Jiang Zemin. Jiang Zemin ist ursprünglich Parteivorsitzender in Shanghai, hat es dort auch mit Studentenprotesten zu tun, sogar schon früher, und schafft es aber, diese Studentenproteste insgesamt im Land in Bahnen zu lenken, die halt doch auf mehr Zukunftserwartungen hin ausgerichtet sind, also die ganze Situation etwas zu beruhigen. Und gleichzeitig steuert er ein neues ökonomisches System voran, nämlich er schafft es jetzt doch, dass mehr die Marktwirtschaft auch um sich greift, mehr Privatbetriebe entstehen. Es bleibt aber dabei, die Produktionsfaktoren bleiben kollektiviert. Boden ist bis heute nicht privatisierbar. Kein Unternehmen, fast kein Unternehmen muss man sagen, in China, das aus dem Ausland kommt, darf den Grund und Boden, auf dem es gebaut hat, erwerben. Das bleibt im Staatsbesitz. Lediglich Privatpersonen haben da in ihren alten Häusern Ausnahmeregelungen bekommen, sich teilweise dumm und dusselig dabei verdient, muss man sagen. Aber das ist so das, was wir erkennen als sozialistische Marktwirtschaft. Sozialistische Marktwirtschaft treibt Jiang Zemin voran. Allerdings besteht seine Politik dann auch schon wieder darin, dass er die Pressefreiheit einschränkt. Und zwar sukzessive, so dass er nachher sogar schon als Diktator Jiang Zemin bezeichnet wird. Er versucht, die Partei wieder auf Linie zu bringen, weil er sieht, Korruption greift um sich und vieles mehr, was halt in die Parteikader da so veranstalten. Aber insgesamt geht die Entwicklung des Landes ökonomisch voran. Richtig voran geht es aber unter seinem Nachfolger Hu Jintao, der, wir würden heute sagen, ein Technokrat ist. Er hat einen sehr stillen Führungsstil, er poltert nicht rum. Er tritt gegenüber ausländischen Investoren sehr höflich aus. Er hat beste Beziehungen aufgebaut zur westlichen Welt. Angela Merkel war sowohl bei ihm als auch umgekehrt er in Deutschland ein sehr gern gesehener Gast. Man hatte also doch offensichtlich den Eindruck, China bemüht sich in die internationale Arbeitsteilung wirklich hineinzuwachsen und sich den Regelwerken, man war ja 2003 der WTO beigetreten, entsprechend nach den Spielregeln der internationalen Gemeinschaft zu spielen. Aber er kann sich politisch nicht durchsetzen, seine Linie, die sich eingliedern in die internationale Gemeinschaft. Und in der Zeit von Hu Jintao haben wir auch mehr und mehr Exzesse der politischen Kader. Korruption greift kräftig um sich. Man kommt zu dem Problem, das China bis heute hat, nämlich, dass sie nicht alles steuern können von der Zentralregierung in Peking aus. Man braucht letztlich eigentlich eine dezentrale Struktur, aber diese dezentralen Strukturen, die sich jetzt erstmal dort herausgebildet haben, sind eben hochkorrupt. Viele lokale Geschäftsleute übernehmen letztendlich de facto politische Funktionen. Das stoppt dann seinen Nachfolger. Und der Nachfolger ist der, den wir noch heute kennen, nämlich Xi Jinping. Eine sehr interessante Biografie, der aufzuweisen hat. Sein Vater ist in der Kulturrevolution verfolgt worden. Eigentlich müsste man sagen, das, was Mao damals angerichtet hat in der Kulturrevolution, müsste ihm eine Lehre sein, dass sich das nicht wiederholen darf. Und Xi Jinping geht jetzt nun einen sehr radikalen politischen Weg. Er bekämpft die innerparteiliche Korruption. Er bringt die Kader auf Linie. Wer nicht gehorcht,
kommt letztendlich in eine Art Umerziehung hinein. Er wird aus den Ämtern entfernt. Das geht sehr rigoros. Also wir könnten fast sagen, da werden alte maoistische Tendenzen sichtbar bei ihm, was die politische Ausrichtung Werner, angeht. eine Frage dazwischen. So, von diesen Aktionen hört man dann ja regelmäßig, aber ist das dann auch etwas, vielleicht, um sich Gegner zu entledigen, oder ist das dann ein aufrechter Kampf gegen die Korruption? Also das ist immer beides, ja. Korruption spielt in diesen Ländern eine große Rolle. Das bezieht sich ja nicht nur auf China, das haben wir in Russland gesehen, das werden wir in anderen Teilen Südostasiens sehen, in Indien. Das ist überall das gleiche Spiel, aber es ist natürlich in der Zeit von Hu Jintao besonders groß geworden, weil es wirtschaftlich so aufwärts ging. Und wirtschaftlich, wenn der Privatwirtschaft aufwärts geht, dann möchten gerne die lokalen Kader irgendwie auch daran partizipieren. Insofern mag das am Anfang sogar noch eine gewisse Relevanz gehabt haben, dass man die Parteioberen wieder auf Linie bringt. Aber letztendlich hat er dann schnell verstanden, dass man damit auch große Politik betreiben kann, dass man sich unliebsamer Konkurrenten auch entledigen kann. Ganz klar. Zum Schluss noch auf die Wirtschaftspolitik von Xi hin betrachtet. Er bricht in gewisser Weise mit der Wirtschaftspolitik seiner Vorgänger, insbesondere von Hu Jintao, der ja eher eben eine sukzessive Annäherung Chinas in die Weltwirtschaft hin gesucht hatte. Er will jetzt alles sehr schnell umgesetzt bekommen. Nämlich die Ausrichtung auf den Weltmarkt hat zu erfolgen nach den Regeln von China, nach und nach. Es wird also eine Politik betrieben. Wir haben schon mal an anderen Stelle in unserem Podcast darüber gesprochen, die wir als neomerkantil bezeichnen, also durchaus eine Wirtschaftspolitik, die zu Lasten anderer Länder geht. Unter anderem auch deswegen, weil man immer wieder Phasen enormer Überproduktion hat und man die selbst gesteckten Ziele des Wachstums nicht mehr erreicht. So versucht man letztendlich auf den Weltmärkten jetzt Marktanteile zu generieren, um letztendlich dann aus einer Position der Stärke auch im Ausland die Technologie, die mittlerweile in China eben sehr, sehr dominant ist, das ist längst kein Land mehr, wo die Arbeitskostenvorteile bedeutsam sind, sondern wo die Technologie eben sehr relevant geworden ist, weil man auch viel Geld investiert hat in Bildung und moderne Hochschulen. Man hat das sehr forciert und das will Xi jetzt möglichst forcieren. Am Ende bleibt allerdings ein Problem, nämlich dieses Problem heißt Corona. Die Corona-Pandemie hat sein Konzept komplett aus dem Ruder geworfen. China hat ja sehr restriktiv auf diese Pandemie reagiert. Möglicherweise, das wissen wir ja nun mal nicht so ganz genau, ist das Ganze ja in Wuhan entstanden. Präsident Trump sprach ja auch in seiner ersten Amtszeit in den USA immer davon, von dem Wuhan-Virus aus China. Das hat er bei jeder Gelegenheit betont. Letztendlich wissen wir es nicht so ganz genau. Aber Corona führte dazu, dass die Wirtschaft in China eben vollkommen aus dem Tritt gekommen war. Und jetzt in der Nach-Corona-Zeit haben wir Überproduktion, wir haben kein allzu hohes Wirtschaftswachstum, wir haben einen nicht florierenden Binnenmarkt, die Kaufkraft hat nachgelassen und das versucht Xi jetzt zu kompensieren, indem er sehr aggressiv halt auf den internationalen Märkten versucht, chinesische Produkte halt dort zu verorten und letztendlich auch Einfluss in den Unternehmen zu gewinnen. Das passiert meistens in der Form, dass es ja Privatunternehmen sind, die investieren, die aber letztendlich doch auf Geheiß der chinesischen Partei, der kommunistischen Partei agieren, indem man halt letztendlich eine Politik betreibt, die durchaus Peking-konform ist. Also das ist auch so schwierig, um da reinzukommen. Kann ich da kurz eine Frage stellen? Und zwar, so, das hört man ja öfter, so dass das natürlich so quasi so Staatsdirigismus ist. Aber wie lange kann sowas dann rückgehen? So, ich meine, man kann ja nicht unendlich lange dann diese Überkapazitäten produzieren. Und ich habe dann halt auch so von unterschiedlichen Unternehmen gehört, auch BYD, der große Automobilhersteller, so, dass die eigentlich so defizitär wirtschaften, so dass das eigentlich ein normales Unternehmen könnte das gar nicht. Wie lange kann das in China noch rückgehen? Also das Lehrbuch sagt uns nicht sehr viel dazu. Und die Glaskugel können wir halt bekanntlich nicht wirklich bemühen. Aber die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass das zumindest keine unendliche Geschichte sein kann. Irgendwann kann ein Land das finanziell nicht mehr leisten. Man hat allerdings in den letzten Jahrzehnten so hohe Erträge generiert, dass man es vielleicht noch eine Zeit lang durchhalten kann.
Aber ich gehe persönlich davon aus, aber wie gesagt, nur meine persönliche Einschätzung, dass man diese Politik in absehbarer Zeit wird ändern müssen. Einfach deswegen, weil eben die Ziele auch nicht erreicht werden. Nur dadurch, dass man eben viele Unternehmen in der Welt positioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass die erfolgreich sind. Also Beispiel noch kurz zum Abschluss zu nennen, die Automobilindustrie. Wir sprechen hier in Deutschland im Wesentlichen von 3 großen Automobilherstellern, bekannten Namens mit vielen Marken noch da dran. Und in China haben wir Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, die sich da auf dem Markt tummeln. Und wir können ganz sicher sein, das wird in 10 Jahren ganz anders aussehen. Da werden Unternehmen unter die Räder kommen, und zwar allein aufgrund dessen, weil sie eben wirtschaftlich so nicht tragbar sein werden. Also da kann man die Gesetze des Marktes letztendlich auch in China nicht aushebeln. Aber wir können nicht sagen, das wird morgen passieren, das wird nächstes Jahr passieren. Das ist nicht möglich, weil da natürlich auch der Staat immer wieder, wir haben das bei einer großen Immobilienkrise in China gesehen, versucht zu intervenieren, um große Krisen abzuwenden. Und solange das Staatssäckel einigermaßen voll ist, wird dem Staat das auch gelingen. Man macht es unter anderem, letzte Bemerkung an dieser Stelle, schon seit Jahren so, dass man versucht, die chinesische Währung unterzubewerten. Dadurch kann ich die Exporte letztendlich vergünstigen in die Welt. Und das ist etwas, was man halt auf Dauer nicht durchhält, weil dann irgendwann es zu Problemen in der Zahlungsbilanz kommt. Und das werden wir sehen in den nächsten Jahren, wie schnell das kippt. Oder man besinnt sich eines Besseren und ändert die Politik, dass man wieder versucht, nach einem neuen Regelwerk zu spielen. Aber da kommt eben die Politik ins Spiel, und Sebastian, das wirst du uns wahrscheinlich gleich noch sagen können, nämlich da kommt eben ins Spiel, dass man ja nicht nur ökonomisch Weltmarktführer werden will, sondern eben auch politisch eine größere Rolle spielen will, militärisch eine größere Rolle spielen will, als das bisher der Fall war. Ja, ein weiteres großes Fragezeichen bei den Perspektiven dieses durchaus enormen Wirtschaftswachstums ist ja auch die Demografie. Einerseits ökonomisch, wir haben es natürlich mit einem Land zu tun, was mittlerweile auch schon ein großes Überalterungsproblem hat, aber natürlich ist das Ganze auch militärisch für uns interessant. Wir sprechen von einem Milliardenvolk. Sebastian, wie hat sich denn das chinesische Militär in den letzten Jahrzehnten überhaupt verändert? Das ist wirklich interessant. Und Bernhard, du hast es auch ganz richtig quasi schon angesprochen. So, das geht Hand in Hand. Also die Chinesen haben halt das Ziel, dass sie nicht nur ökonomisch eine Supermacht sein sollen, sondern das soll halt auch flankiert werden, eben von den militärischen Fähigkeiten. Weil wenn man sich die Volksbefreiungsarmee, so heißt das chinesische Militär, war früher einfach ein Massenheer. Also da waren unglaublich viele Soldaten, ne, die einfach darauf ausgelegt waren, okay, viele Bodenkräfte zur Verfügung zu stellen, aber von moderner Technik war wenig bis nichts zu sehen. So, das hat sich komplett geändert. Also der Anspruch heute ist halt so, China versucht eine Hightech-Armee zu sein oder zumindest zu werden. Allerdings, muss ich dazu einschränkend sagen, es ist natürlich von außen immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. So, erstmal wie viel gibt China wirklich dafür aus fürs Militär? So, denn Forschungsinstitute publizieren ja immer, okay, wie viel investieren die Staaten in ihr Militär? Bei China ist es halt natürlich zweifelhaft, ob diese offiziellen Zahlen wirklich der Realität entsprechen. Aber nichtsdestotrotz wird da sehr viel Geld rein investiert. Und ich glaube, dass man kann annehmen, so dass eventuell der Fortschritt nicht so riesig ist, wie manchmal versucht wird, glauben zu machen. Also sprich, dass da die Schwächen schon noch vorhanden sind, aber die Fortschritte, die schon gemacht wurden, sind schon enorm. Also der Schwerpunkt liegt da nämlich so, dass eben die Marine wird enorm ausgebaut, die Luftwaffe wird ausgebaut, Raketenstreitkräfte existieren im umfangreichen Ausmaß. Natürlich auch, und das ist halt in der heutigen Zeit unabdingbar, Cyber- und Weltraumfähigkeiten und vor allem, und das habe ich ist ja Kennzeichen von einer modernen Armee, gemeinsame Operationsführung zwischen den Teilstreitkräften. So, es bringt ja nichts, wenn jeder sozusagen sein eigenes Süppchen braut, aber da kein gemeinsamer Ansatz fungiert oder existiert. Ja, und das ist halt so, das ist diese Entwicklung, die China massiv vorangetrieben hat in den letzten Jahren und die halt eben jetzt auch wird. Und China will damit halt vor allem dann auch glaubwürdig abschrecken und im Ernstfall schnell und weitreichend handeln zu können und dann halt eben so nicht nur auf der ökonomischen Seite, sondern eben halt auch auf
militärischer Seite als Macht wahrgenommen zu werden. Welche Ziele werden denn geopolitisch verfolgt mit einer solchen starken Aufrüstung? Ja, also das habe ich versucht damit eben zu beantworten, schon ein bisschen so, dass halt für Peking ist das Militär nicht nur Verteidigung, sondern ein Werkzeug für den politischen Machtanspruch. Der wird dadurch untermauert. Die sagen nicht nur, wir sind eine Weltmacht, sondern wir sind es halt auch militärisch. Und das wird dadurch flankiert. Und natürlich steht im Zentrum auch die Sicherung der nationalen Einheit. Und eine Besonderheit bei der Volksbefreiungsarmee ist halt, sie untersteht nicht irgendwie dem Staat oder so, sondern sie untersteht tatsächlich der kommunistischen Partei. Welche Ziele verfolgt es dabei halt noch weiter? Also sicherheitspolitische wichtige Aspekte sind für China halt natürlich ganz offensichtlich Taiwan, das südchinesische Meer oder insgesamt der eigene Einflussraum in Ostasien. Und der wird halt auch militärisch beansprucht. Und dadurch kommt diese Modernisierung. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder etwas gehört, dass dieser Militärrat, also das mächtige Zentrum in China, die Entscheidungen treffen, militärischer Art, Vorsitzender ist natürlich Xi Jinping, aber man hat doch sehr viele Leute dort entfernt, verdiente Generäle und Weggefährten von Xi. Ähm, Scheint das nur so oder was hast du für 'n Eindruck? Ist man sich nicht so ganz schlüssig, wo man militärisch hin will, oder ist das etwas, was man nicht so hochhängen sollte, dass da quasi gesamte militärische Kernführung jetzt ausgewechselt wurde? Ich glaube, das ist halt auch 'ne enorme Armee. Ja, und finden Umstrukturierungen statt. Und ich glaube, dass sich da die Kommunistische Partei dann halt eben so ein bisschen an diesem amerikanischen Vorbild vom Joint Chiefs of Staff orientiert hat, sodass sie sagen: „Okay, wir wollen halt eine andere Form der Führungsstruktur aufbauen.“ Und da sind dann halt auch tatsächlich, so wie du sagst, einige Leute entfernt worden, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt selber nicht damit gerechnet haben, aber aus Perspektive der Kommunistischen Partei wahrscheinlich sagen die, dass es unumgänglich ist, weil wenn wir uns modernisieren wollen, muss das halt eben sich auch in der Struktur niederschlagen. Also, so würde ich das beurteilen. Ja, also ich denke, da diese Frage damit beantwortet, so dass halt dieses militärische und diese geopolitischen Ansprüche, die gehen Hand in Hand. Also es soll abschrecken, aber auch halt eben den politischen Druck erhöhen und so weiter. Und das sieht man, haben wir ja auch in der Folge über das Indo-Pazifik, südchinesische Meer geredet. So, ja, da tritt China sehr, sehr robust auf und das wird militärisch untermauert. Aber an der Stelle ist auch nochmal wichtig, auf Russland zu verweisen, auf diese Partnerschaft, die man dort eingegangen ist, weil Russland hat Erfahrung militärischen Einsätzen seit vielen Jahren und China hat eigentlich seit dem Konflikt in mit Vietnam am Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eigentlich gar keine militärischen Erfahrungen. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für die Einschätzung der chinesischen Armee. Man braucht ja am Ende des Tages dann schon auch Kenntnisse darüber, inwieweit die Waffensysteme oder die Zusammenwirkung der Waffensysteme überhaupt in der Realität funktionieren. Diese beiden Aspekte vielleicht einmal zusammenzuführen, dieser wirtschaftliche Aufstieg und dieses militärisch durchaus selbstbewusste Aufrüsten Chinas. Wie stark ist China wirklich militärisch und ökonomisch und wo liegen eigentlich so die Grenzen dieser Ja, vermeintlichen Erfolgsstory und dieses na, Aufrüstens? ja, also ich habe ja versucht, ne, zu verdeutlichen, also die Fortschritte will ich auch gar nicht kleinreden, ne, die sind enorm und also die Streitkräfte sind heute deutlich moderner, schlagkräftiger, technologisch besser aufgestellt, so als noch vor wenigen Jahrzehnten. Aber trotzdem ist China noch nicht auf Augenhöhe mit den USA. Es wird halt teilweise natürlich dann erwähnt, ja, die Marine hat andere. Allein die Anzahl der Schiffe ist in China größer als von den USA, aber das heißt alles nichts in der modernen Kriegsführung. So, also deswegen da kann man noch nicht von Augenhöhe sprechen. Also die offenen Schwächen, Werner hat es auch gerade ganz korrekt angesprochen. So, reale Kampferfahrung ist einfach de facto nicht vorhanden. So, ne? Und dann eben dieses, was ich versucht habe zu erklären, halt eben diese komplexe gemeinsame Einsatzführung. Sonst Militär zu führen und auch im Einsatz ist natürlich hochkomplex. Das ist eine Herausforderung, so mit der China nach wie vor kämpft, so da Strukturen zu etablieren, die dem halt eben auch gerecht werden. Und hinzu kommt noch, eine alleine Mannzahl bringt ja nichts. Die Ausbildung und die Führungsqualität muss ja auch
hoch sein. Und das sind Dinge, die lassen sich natürlich irgendwo umsetzen, aber nicht irgendwie auf den Knopfdruck. Ja, und der Weg hin zu einer topmodernen Armee ist sehr weit und das erfährt China eben jetzt auch bei allen Erfolgen, die sie allerdings halt eben auch schon gemacht haben, durchaus. Wenn ich das ökonomisch da noch ergänzen darf, wo wird China landen, wo wird es sich positionieren? Wir bekommen ja halt diese Nachrichten über diese große Bedeutung Chinas zunehmend, was die Exporterfolge auch angeht. Und in Europa gehen die Exporterlöse nach China halt drastisch zurück. Das sind im Wesentlichen die Folgen dieser neomerkantilen Wirtschaftspolitik, aber auch, weil das Land eben technologisch eben doch stärker geworden ist, was aber ein großes Risiko darstellt für die Volksrepublik China, wird sein, inwieweit dieser Wirtschaftsaufschwung nachhaltig tragfähig ist und zum Zweiten, wie weit kann diese wirtschaftliche Entwicklung ins Landesinnere vordringen. Wir haben ja schon mal in einer der vorangegangenen Sitzungen gehört, dass die räumlichen Disparitäten sehr groß sind in China. Wir haben also Regionen, gerade im Westen, die sehr, sehr unterentwickelt sind. Und das ist ein großes Problem für die Kommunistische Partei. Wenn es nämlich nicht gelingt, die enormen Exporterlöse und die wirtschaftliche Modernisierung auch ins Landesinnere zu tragen, dass dort Erfolge sichtbar werden für die Menschen, dann wird sich ein politisches Risiko ergeben, weil die Partei wird nur so lange geduldet werden, unterstützt werden, solange sie wirklich aus Sicht vieler einen Vorteil darstellt. Und wenn es nicht gelingt, die Entwicklung im Landesinnern auch irgendwann deutlich günstiger voranzutreiben für die Menschen, dann wird die Legitimation der Partei doch nach und nach erodieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist interessant. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, da hat China ja historische Erfolge gefeiert. Also es hat ja in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben, dass die Armut in einem derartigen Maße zurückgegangen ist wie in China. Also aber ganz richtig, wie du sagst, in Teile des Landes sind immer noch ja, sehr rückständig, kann man ja durchaus sagen. So, und jetzt ist es ja so, wenn das Wirtschaftswachstum nicht so weitergeht, gibt es immer mehr junge Leute, die sagen, ja schön, dass die Armut in der Vergangenheit oder ich habe aber jetzt trotzdem ein Problem. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt. Nur weiß ich halt nicht so, inwiefern das Volk da bereit ist, dann auch dagegen aufzubegehren und den Unmut wirklich auf die Straße zu tragen. Das kann ich schwer. Oder wie stark der Nationalismus trägt. Wir haben ja erlebt, dass unter Xi Jinping der Nationalismus aufblüht, wie ja auch in vielen anderen Teilen der Welt, in Amerika, in Europa. Wir sehen das ja hier auch in der Parteienlandschaft. Und dieser Nationalismus kann natürlich solche Disparitäten eine Zeit lang überspielen, dass die Menschen sagen, wir sind jetzt quasi arm, weil das Volk muss stark und groß und mächtig werden. Aber das geht nicht dauerhaft und vor allen Dingen dürfen wir auch nicht vergessen, trotz Zensur, auch innerhalb Chinas, die Menschen kriegen sehr viel mit, was in anderen Teilen des Landes passiert und wo Menschen reich werden. Und immer dort, wo Menschen sehr reich werden und ich dann selbst nicht den Eindruck habe, dass ich daran partizipiere, da entstehen Risiken und das werden politische Risiken sein. Okay, wir sind dann auch heute wieder im Hinblick auf die Zeit am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Uns ist wie immer wichtig zu erwähnen, dass wir alle diese komplexen Themen nur sehr kompakt einordnen können, gleichzeitig aber auch bei China sehr, sehr viele weitere spannende Themen noch offen sind, wie beispielsweise auch das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und dem Westen. Das eröffnet uns glücklicherweise natürlich noch ganz, ganz viele Themen, die auch in den weiteren Folgen noch thematisiert werden. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like, sofern ihr es noch nicht getan habt. Abonniert gerne unseren Kanal und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Es verabschieden sich Amadeus Quist, Sebastian von Brefort und Werner Halfer. Tschüss. Tschüss.